mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber ich weiß auch jetzt, dass was du auch bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus sprach zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Vater sprach zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Sie sprach zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als sie das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in die Stadt gekommen, sondern war an dem Ort, wo ihm Martha entgegengekommen war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr und sprachen, sie geht hin zum Grabe, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sie sah weinen und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und betrübte sich. Und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh es. Jesus ging die Augen hin. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Etliche aber unter ihnen sprachen, konnte dieser, der den Blinden die Augen aufgetan hat, nicht machen, dass auch dieser nicht stürbe. Da kriegte Jesus abermals in sich selbst und kam zum Graben. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, hebe den Stein weg. Sprach zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, er stinkt schon, denn er ist seit 4 Tagen hier. Jesus sprach zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hob sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich wusste, dass du mich aller Zeit erhört, aber um des Volkes willen, das umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, verbunden mit Korbtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus sprach zu ihnen, löset ihn und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihm, was Jesus getan hatte. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn lassen, so werden sie alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und unsere Städte und Nation nehmen. Einer aber unter ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, bedenket auch nicht, dass es für uns besser ist, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderben. Dies aber redete er nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hohen Priester war, weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern dass er auch die Kinder Gottes, die zerstreut waren, in eins zusammenbrächte. Von den Tagen an ratschlagten sie nun, dass sie ihn töteten. Darum wanderte Jesus nicht mehr frei unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt genannt Ephraim, und blieb dort mit seinen Jüngern. Es war aber nahe des Passa der Juden, und es gingen viele aus der Gegend hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, dass sie sich reinigten. Da fragten sie nach Jesus und redeten miteinander, als sie im Tempel standen, was dünkt euch, wird er nicht auf das Fest kommen. Es hatten aber die obersten Priester und Pharisäer ein Gebot ausgehen lassen, dass wenn jemand wisse, wo er ist, er es anzeige, damit sie ihn griffen. Beten wir zusammen. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir für dein Wort, für dieses wunderbare Wort, was wir heute so lesen können. Himmlischer Vater, Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen eröffnest, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesicht. Herr, dass wir erkennen, was du für uns vorbereitet hast, was du für uns getan hast, was du für uns tun möchtest. Und himmlischer Vater, Herr, was der Glaube uns bringt. Und himmlischer Vater, was du durch den Glauben, himmlischer Vater, schaffen und machen möchtest. Und himmlischer Vater, Herr, dass wir dieses Wort annehmen in unserem Leben, in unserem Herzen. Und himmlischer Vater, für dich brennen und für dich dir dienen. Und himmlischer Vater, dir wahrhaftig, Herr, Ehre und Preis zuteil geben. Himmlischer Vater, Herr, ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit deinem Geist, dass ich wahrhaftig predigen kann, dass ich nicht, himmlischer Vater, aus mir selbst rede, sondern von dir. Und himmlischer Vater, Herr,
Nimm alle Störende weg, in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt ruhig sitzen. Ich möchte heute früh über ein sehr trauriges Thema predigen, nämlich den Tod. Und weißt du, der Tod ist was ganz Alltägliches. Weißt du, ich habe Zitate über den Tod nachgeschaut und ein paar sehr interessante gesehen. Mark Twain hat ein paar sehr interessante über die deutsche Sprache gehabt. Die habe ich natürlich meine Frau vorgelesen und hat gesagt, die deutsche Sprache wäre was für Tote, weil man braucht eine Ewigkeit, sie zu lernen. Ja? Man sollte sie zu den Toten geben und nicht den Lebendigen. Ja, das ist so eine lustige Geschichte dazu. Aber ein gewisser Mann, Norman Mailer, sagte, Sterben kann gar nicht so schwer sein. Bis jetzt hat es jeder doch geschafft. Und er hat recht, oder? Jeder stirbt. Und weißt du, was aber das Schöne am Ende dieser Predigt ist? Ich möchte über jemanden predigen, der den Tod besiegt hat und für uns besiegt hat. Aber weißt du, schauen wir uns erstmal den Tod an. Und Hebräer 9,27 bringt uns den wahrhaftig zum Vorschein. Wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Weißt du, wir sterben, weil wir sind gesetzt dazu. Wir sind gesetzt zu sterben. Wir werden alle sterben. Weißt du, es ist ganz simpel, warum wir alle sterben. Dann schauen wir Römer 5, Vers 12 dazu an. Wir kennen alle diesen Vers, aber wir müssen trotzdem noch dahin gehen. Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Warum müssen wir sterben? Weil wir gesündigt haben. Weißt du, es ist eine schlimme Sache, dass alle sterben müssen. Ein Mann hat gesündigt und sind alle in Sünde geboren. Weißt du, das ist, man fragt sich, ja, warum ist das so? Es ist genau dasselbe, wenn einer raucht. Während einer Geburt, das Kind ist gleich ein Raucher. Es ist das Gleiche, das ist genau das Gleiche, was wenn jemand Drogen nimmt, ja, das Kind ist drogensüchtig, gleich von Anfang an, weil das ist, was die Eltern gewesen sind. Und unsere Eltern sind Sünder gewesen und sterben, wir sind Sünder, wir werden sterben. Weißt du, was macht der Tod mit uns? Ja, was macht der Tod mit uns? Gehen wir dazu zu Ruth, Kapitel 1, Vers Nummer 7. Ruth, Kapitel 1, Vers Nummer 7. Entschuldigung, 1, 17. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tut mir dies und das. Der Tod muss mich und dich scheiden. Weißt du, der Tod scheidet uns. Weißt du, einer geht weiter, einer bleibt stehen. Als es eine Zeit ist vorüber. Und hier sehen wir, das ist, was Ruth zu Naomi gesagt hat. Weißt du, der Tod muss uns scheiden. Das ist, was man sagt in der Ehe, wenn man sein Ehebeglücknis sagt, der Tod tut uns scheiden. Weißt du, nichts anderes als der Tod tut uns scheiden. Und weißt du, wenn wir in unserem Text sehen, Lazarus hatte Menschen, die ihn liebten, oder? Selbst der Herr Jesus liebte Lazarus. Und weißt du, was tut man? Das ist eine gute Frage. Was tut man, wenn man einen Menschen liebt und er liegt krank? Schauen wir in unseren Text. Es steht ganz klar heute drin. Weißt du, wir müssen nicht viel philosophieren. Johannes Kapitel 11 wieder. Vers 1 sehen wir, es lag aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Weißt du, was machen sie? Vers Nummer 3, da sandten seine Schwester zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Und weißt du, ist das nicht normal, dass wir bitten, dass der Herr kommt und einen heilt? Weißt du, ist das nicht das Normalste der Welt? Weißt du, selbst manche Leute, die wir nicht lieb haben, fragen wir. Weißt du, ich will nicht sagen, dass wir lieb haben, aber man kennt ihn und man bittet, Herr, heile diesen Menschen. Weißt du, immer wieder sieht man
man hört von Predigern oder sowas, die krank sind und wir sprechen das an und wir beten für sie. Und man bittet, dass sie gesund werden. Weißt du, damals, weil der Gary Ludwig, als er krank war, viele haben für ihn gebetet. Weißt du, eine ganze Nation hat für ihn gebetet, dass er wieder gesund wird. Und weißt du, das ist eine komplett normale Sache und man sollte es auch tun. Man sollte den Herrn Jesus Christus bitten, dass er rumkommt und die einen Menschen heilt, weil er ist der Einzige, der es tun kann. Weißt du, er ist der Einzige, der Heilung gibt. Und weißt du, manchmal ist es nicht nur Heilung für eine Krankheit. Weißt du, manchmal ist es Heilung, dass man mit einer Krankheit leben kann. Weißt du, manchmal muss man einfach mit einer Krankheit leben und dass man auch zeigen kann, diese Krankheit kann mir nichts tun. Weißt du, sie stört mich in ein paar Sachen, aber sie stört mich nicht, den Herrn Jesus Christus nachzufolgen und ihm zu dienen. Und das ist, weißt du, wie der Herr Jesus Christus manchmal operiert. Ja? Und weißt du, wir können, da kommt nicht immer rum und sagt, ja, es hat geheilt, du gehst. Und, weißt du, wir haben unseren Text auch gelesen über einen Blinder. Ja? Gott hat den Blinden sehen gemacht. Weißt du, wir haben gestern, ich und Alicia haben gesprochen, ja, weißt du, wir haben ein bisschen lustig gemacht über, weißt du, ich sehe Bäume, weißt du, Menschen wie Bäume herumlaufen. Warum hat der Herr Jesus Christus es nicht gleich beim ersten Mal repariert? Richtig. Wir wissen, ob du ehrlich bist. Ja. Aber wir wissen, ob du ehrlich bist. Weißt du, ich war letzte Woche, wo ich nach ein paar Straßen war, da war einer und der charismatisch und die haben für einen gebetet, der ein bisschen Probleme mit der Hand hatte und die lagen da, plötzlich war die Hand wieder okay. Der Mann war nicht ehrlich. Das funktioniert nicht so. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Weißt du, es wäre ein Wunder, ja, aber der Mann war nicht ehrlich. Weißt du, Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Weißt du, wenn jemand kommt, hey, wie geht's dir in deiner Krankheit? Es ist noch da. Sei ehrlich. Ja, es geht mir besser. Ja, der Herr hat mir geholfen, aber es ist noch da. Weißt du, ich kann damit leben, ich kann damit umgehen. Und das ist, weißt du, der Herr möchte, dass wir ehrlich sind. Deswegen glaube ich, hat er den Blinden nicht komplett geheilt. Er wollte wissen, ob der Blinde ehrlich mit ihm ist. Deswegen, weißt du, wir können ganz einfach ehrlich mit dem Herrn sein. Herr, ich möchte bitte, dass du diesen Menschen heilst. Herr, hilfe diesen Menschen bitte. Und weißt du, der Herr hat immer eine Antwort. Als Jesus das Sohn sprach, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Weißt du, egal was geschieht, alles ist zur Verherrlichung Gottes. Alles ist zur Verherrlichung Gottes. Und auch der Tod ist zur Verherrlichung Gottes. Weißt du, wir sehen hier, Krankheit ist nicht zum Tode. Und dann müssen wir weitergehen. Und ein bisschen lesen. Vers 14, da sagt es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Aber es ist nicht zum Tod. Weißt du, es war nicht zum Tod. Gott wollte, dass er verherrlicht wird. Lazarus sollte nicht tot bleiben. Aber da werden wir später hinkommen. Aber schauen wir uns weiter den Tod etwas an. Psalm 89, Vers 48. Also man darf nicht mit dem Tod rumspielen. Man muss wahrhaftig drüber nachdenken. Psalm 89, 48. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der seine Seele erretten aus der Hand des Grabes? Weißt du, was der Psalmist danach gesagt hat? Seele. Weißt du, man muss drüber nachdenken. Weißt du, man sollte über den Tod nachdenken. Als der Benjamin Franklin sagte, nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und die Steuer. Weißt du, selbst wenn du tot bist, musst du Steuern zahlen. Du möchtest nicht Steuern zahlen. Doch die Leute müssen für dein Grab Steuern bezahlen. Glaub mir, das ist so. Ja, das ist eine furchtbare Sache. Ein Unbekannter sagte, wer den Tod nicht fürchtet, achtet das Leben nicht. Das stimmt. Weißt du, wer den Tod nicht fürchtet, achtet das Leben nicht. Weißt du, wenn du keine Angst vor dem Tod hast, weißt du, was du machst? Du springst hier aus dem Fenster.
weil du denkst, es ist cool, du bist schneller. Ja, du achtest, du fürchtest den Tod nicht. Ja, das sind diese Leute, die mit irgendwelchen Red Bull-Sachen versuchen, durch so eine kleine Spalte zu fliegen. Sie achten, ne? Die fürchten den Tod nicht. Die achten ihr Leben für nichts. Ja, die machen bekloppte Sachen. Ja, und ab und zu mal einer stirbt. Weißt du, schauen wir auch noch, warum dieser Zitat, wer den Tod nicht fürchtet, achtet das Leben nicht, so wichtig ist. Ja, ein wichtiges Zitat zu überlegen und zu bedenken. Dann gehen wir zu Lukas 12, Kapitel 5. Wir lesen was viel dazu, ein bisschen in den Dienst rein, also ein bisschen den Kontext zu haben. Ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor welchen ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der Nacht immer getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Weißt du, nach dem Tod gibt es eine Hölle. Weißt du, es gibt eine Hölle. Und weißt du, darum sollten wir den Tod fürchten. Weißt du, wir sollten den Tod fürchten, weil weißt du, was du machst? Du achtest dein Leben. Wenn du genau weißt, dass nach dem Tode gibt es einen, der in die Hölle werfen kann. Und weißt du, er kann das. Und er wird das auch machen. Weißt du, wenn du sagst, nee, ich glaube nicht an den Tod, ja, liest bis am Anfang der Bibel, er hat schon Leute in die Hölle geworfen. Oder? Er hat sogar die Erde aufgetan und die sind direkt rein. Ja, die sind direkt rein. Weißt du, er hat schon Menschen in die Hölle geworfen. Gott hat Menschen in die Hölle geworfen. Und weißt du was? Er hat immer noch die Macht dazu. Er ist der, der es tut. Und weißt du, deswegen sollten wir den Tod fürchten, damit wir auf unser Leben achten, damit wir aufpassen, was wir in unserem Leben machen. Und schauen wir in Römer 6, Vers 23, sagen wir es auch immer auf, das ist wichtig, aufzuschlagen und wirklich drüber zu lesen, was drin steht und jedes Wort zu lesen. Römer 6, Vers 23. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Weißt du, der Tod ist der Sünde Sold. Weißt du, der Tod wird kommen. Wegen unserer Sünde. Aber weißt du, es ist trotzdem was Schönes in diesem ersten Leben. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Weißt du, wir können Gott dankbar sein, dass es den Herrn Jesus Christus gibt. Gehen wir Römer 6, Vers 9. Da wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Weißt du, wir haben über den Tod erfahren. Aber weißt du was? Es gibt einen, der den Tod besiegt hat. Weißt du, es gibt einen, der für uns den Tod besiegt hat. Weißt du, hier steht, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Weißt du, der Tod herrscht nicht mehr über den Herrn Jesus. Weißt du, nichts kann ihn mehr töten. Weißt du, er war ein Mensch. Wie wir. Er musste sterben. Aber weißt du was? Der Tod herrscht über mich. Weißt du, ich werde sterben und ich werde tot bleiben. Für eine Weile, bis der Herr sagt, auferwecken. Aber weißt du, der Herr, wie lange konnte der Tod ihn festhalten? 3 Tage. Er hat 3 Tage gebraucht, den Schlüssel zu klauen. Ja? Weißt du, er musste, weißt du, das sind Spaßbilder, weißt du, er hat 3 Tage gebraucht. Aber er musste 3 Tage dort unten bleiben und diese Qualen für uns aushalten. Weißt du, er hat, weißt du, den Tod für uns besiegt. Weißt du, gehen wir zurück in unseren Text, weißt du, das erklärt ist, unser Text, der hat so viel über was der Herr Jesus Christus kann und macht. Vers 22 und 23, ich bin in Lukas und nicht in Johannes, ich wundere mich, warum das nicht hinhaut. Vers 22 und 23, aber ich weiß auch jetzt, dass was du auch bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus sprach zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und weißt du, hier sehen wir, egal was Gott bittet, von seinem Vater, was der Herr Jesus bittet von seinem Vater, das wird geschehen. Weißt du, das ist, wenn wir zurückgehen zu, weißt du, Heilung eines Kranken. Weißt du, wenn der Herr Jesus möchte, dass der Kranke geheilt wird, Gott wird es
zulassen. Aber weißt du, wenn nicht, dann soll er sterben. Aber weißt du was? Der Herr Jesus möchte deinen Bruder auferwecken. Weißt du, wir sind alle tot in der Sünde. Ja. Und der Herr Jesus Christus möchte uns auferwecken. Weißt du, Martha sprach zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Ja? Weißt du, alle werden auferstehen am letzten Tage. Alle Gräber werden geleert werden und wir werden alle vor Gott stehen. Aber ob du wirklich auferstehst, liegt daran, ob du den Herrn Jesus Christus wahrhaftig angenommen hast. Ob du wahrhaftig aufgenommen hast. Weißt du, schauen wir, Vers 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin der Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Weißt du, wenn du leben möchtest, wenn du stirbst, wenn du weiterleben möchtest, wenn du in dieser Auferstehung, über die Martha redet, weißt du, mit daran teilhaben möchtest, was musst du tun? Ganz einfach. Vers 26. Und wenn der lebt und glaubt an mich, der wird immer mehr sterben. Glaubst du das? Weißt du, der Herr Jesus Christus möchte uns auferstehen lassen. Weißt du, wir leben ein Todesleben. Weißt du, in Sünde. Wir haben das gesehen, oder? Was macht der Sünde? Es bringt uns zum Tode. Ja, es bringt uns zum Tode. Unser Leben ist tot. Weißt du, wir müssen die Begierden und alles der Sünde müssen wir mitmachen. Wie ich halt früh gesagt hatte, mein Chef muss Alkohol trinken. Er kommt ohne Alkohol nicht klar. Er muss alles wegwaschen, was er den Tag vorher erlebt hatte. Weißt du, das brauchst du nicht. Ja. Das ist ein toter Mensch. Mein Chef ist tot. Ja. Aber er kann auferstehen. Ja. Weißt du, Gott möchte ihn auferstehen lassen. Weißt du, ich kann darum bitten, dass Gott ihn von seiner Krankheit der Sünde. Aber weißt du was? Er muss glauben. Er muss glauben, dass er auferstehen kann. Weißt du, der Herr Jesus Christus möchte Leute heute auferstehen lassen. Ja. Weißt du, du denkst, die liegen tot. Ja, er kann die auch auferstehen lassen. Aber er redet von Leuten, die hier sitzen. Weißt du, die draußen wandeln. Über die redet er. Die möchte er auferstehen lassen. Ja. Weißt du, er möchte, dass sie von ihrem toten Leben auferstehen zu einem wahrhaftigen, ewigen Leben. Weißt du, hier steht auch über nimmermehr sterben. Glaubst du das? Weißt du, bedeutet das, dass du nicht sterben musst? Du musst sterben für deine Sünde. Jeder muss sterben. Aber du musst nicht tot bleiben. Deine Seele muss nicht tot bleiben. Du musst nicht ein totes Leben führen, wo du, das muss ich machen, sonst kann ich nicht leben. Sonst schaffe ich das nicht. Ohne Alkohol kann ich nicht leben. Ohne das kann ich nicht leben. Ohne das kann ich nicht leben. Jeder braucht es. Weil es gibt Menschen, die können ohne Geld nicht leben. Ja? Die brauchen es. Die brauchen immer mehr. Ja? Die sind zerfressen davon. Ja? Und das ist ein totes Leben. Die haben zwar alles, aber die sind tot. Ich habe einen Film über eine wahre Begebenheit gesehen, wo ich bei Daniel war, über Gaggy heißt er. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Der Mann war tot. Er konnte nicht mal 17 Millionen aufbringen für seinen Enkel, der verschleppt worden ist. Weißt du, warum er es nicht konnte? Wollte keine Steuern zahlen. Also hat er sein Geschäft in eine gemeinnützige Organisation umgewandelt und er hatte nie Geld. Er konnte nur Sachen kaufen und er konnte nie Geld bezahlen. Er konnte es auch nicht. Er war tot. Er hatte nicht mal Geld. Er war einer der reichsten Männer der Welt. Er hatte riesen Häuser und alles. Aber er konnte, weil er keine Steuern zahlen wollte, konnte er einfach nicht hingehen zu seinen Bank und 17 Millionen abheben. Konnte er nicht. Er ist tot. Er konnte nicht mit seinem Geld anfangen. Er konnte Sachen kaufen, weil der über seine Firma abrechnen konnte. Als, weiß ich, Gewerbe, was auch immer. Aber er konnte nicht einmal sagen, ich will heute Reissteaks essen gehen in diesem Restaurant und zu seinem Bankautomat gehen und abheben. Konnte er nicht. War keine Steuern zahlen wollte. War so ein geiziger Mensch. Weißt du, was Martin Luther über geizige Menschen gesagt hat? Das lese ich euch vor. Sehr interessant. Deswegen pass auf, dass du nicht das Wort. Ein Geiziger kann nichts Mysteriös und Besseres tun, als wenn er stirbt. Deswegen sei nicht geizig, ganz einfach. Martin Luther hat recht. Aber kommen wir zurück zu dem Sohn, der uns zum Auferstehen bringt. 1. Korinther 15, 21 und 22. Wir sind vorangegangen in meiner Predigt. 1. Korinther 15, 21
und 22. Also der 1. Korinther 15 ist ein wunderbares Kapitel, da den ich gerne lese, vor allem das Ende von dem. 21 und 22. Weil denn durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Weißt du, in Christus werden alle lebendig gemacht werden. Weißt du, wir können alle lebendig sein. Weißt du, durch Adam, es steht ganz einfach da, durch Adam sind wir alle tot. Wir leben ein totes Leben. Wir leben ein totes, wie ich hatte schon gesagt gehabt, was für ein totes Leben. Du kannst dein Leben nehmen, du kannst das, was du unbedingt brauchst und unbedingt haben musst, ja, kannst du nehmen, ja, und sagen, das ist das, was mich tot macht. Das ist das, was mich fesselt hält. Weißt du, nur der Herr Jesus Christus kann dich davon auferstehen lassen. Weißt du, nur der Herr Jesus Christus kann dich auch. Weißt du, es muss nicht Alkohol sein, es muss nicht Geld sein. Es kann sein, ich muss unbedingt Freunde haben. Ja, ohne Freunde kann ich nicht leben. Ja, es kann sein, ohne Autos kann ich nicht leben. Jeder hat es. Jeder hat diese einige Begierde, die er braucht. Ja, es kann, ohne meine Karriere kann ich nicht schaffen. Ja, mein Studium, ich muss das Studium. Ja, ich brauche das. Ja, jeder hat es. Und das ist, was uns tot hält. Das ist, was uns runterzieht. Das ist, was Adam uns gegeben hat. Das ist der Tod. Weil es bringt dich zu Tode. Weil das Einzige, was du machst, ist, du fokussierst dich darauf. Weißt du denkst nicht daran, dass irgendwann gibt es ein Leben nach dem Tod, wo du in die Hölle geworfen wirst. Wo das alles, was du gemacht hast, um dieses Ziel zu erreichen, über wen du gegangen hast, über Leute, die du verpasst hast, die du, weißt du, abgeschoben hast, du gerade stehen musst dafür. Und jeder tut es. Weißt du, wir haben über Martin Luther gesehen, ein Geiziger, was macht er? Er lässt Leute links liegen. Dieser Gelli hat, weißt du, Leute einfach nur liegen lassen, damit er keine Steuern zahlen musste, damit er mehr hat. Ja, das Geld hat ihm nichts gebracht. Weißt du, er war Ölfirma, hat er. Gelli Oil, das gibt es nicht mehr. Die haben alles genommen und gemeinnützige Leute gegeben. Organisation. Alles, was er hatte, gibt es nicht mehr. Gibt es nicht, ich habe es gelesen. Alles, was er aufgebaut ist, weg. Weißt du, das ist wie dein Leben ist wie ein Dampf. Weißt du, das verschwindet. Weißt du, Bertolt Brecht hat gesagt, weißt du, man ist erst tot, wenn Leute nicht mehr an dir denken. Ja? Weißt du, wie schnell das passiert? Weißt du, wie schnell das passiert? Ja, man ist ganz schnell tot. Aber weißt du, das Wunderbarste ist, zu werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Weißt du, wir können wieder das sehen, Vers 26 lesen wir das nochmal in unserem Text. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Weißt du, man muss das einfach nur glauben. Also es ist simpel, diese Sache anzunehmen. Weißt du, du musst es glauben. Weißt du, der Herr Jesus Christus kann uns von unserem sündigen, toten Leben auferwecken. Genau wie er Lazarus auferweckt hat. Weißt du, ich glaube, Lazarus ist das Bild davon, dass er genau das machen kann. Lazarus lebte ein toten Leben. Er war krank. Weißt du, die Sünde ist gleich Krankheit. Die Krankheit musste aus ihm raus. Er musste sterben. Ja? Er musste sterben. Und Gott kann ihn wieder bringen. Gott kann ihn auferwecken. Und das ist, was Gott auch machen möchte. Sagen wir Vers 43 und 44. Als er das gesagt hat, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus sprach zu ihnen: Löst ihn und lasst ihn gehen. Weißt du, hier sehen wir, der Herr Jesus Christus zieht ihn heraus. Weißt du, der Herr Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn wahrhaftig, weißt du, dein Leben gibst, er kann dich von dem Toten auferwecken. Er bringt dich wieder zurück. Weißt du, er möchte sogar dich herausbringen. Vers 40 sprach, Jesus sprach zu dir: Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Weißt du, du kannst die Herrlichkeit Gottes sehen in deinem Leben, wenn du glaubst. Weißt du, du musst bloß glauben, dass der Herr dich auferwecken kann, dass er dich von dieser Krankheit befreien kann. Er möchte es tun. Er hat es hier in diesem ganzen Kapitel bewiesen. Wir haben es vorher gelesen, oder? Wir haben es gelesen, was er tut. Weißt du, man muss nicht groß darüber philosophieren. Und warum hat er das? Warum ist er nicht hingekommen? Und warum ist das nicht wahr? Lazarus musste sterben, er war krank.
Und Gott wollte ihn einfach wieder auferwecken. Mhm. Als Beispiel für uns, dass wir krank in unserer Stunde liegen, dass wir tot sind und dass er uns auferwecken kann. Weißt du, wir müssen bloß daran glauben. Weißt du, er ist der Herr Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Das hatten wir gelesen in Römer 6, Vers 9. Für uns. Er stirbt nicht mehr. Es wird nicht mehr, der Tod wird nicht mehr an ihm herankommen. Und weißt du was, er kann, genau deswegen kann er uns auch auferwecken. Er hat sich selber auferweckt. Und er kann dich und mich und jeden anderen auf diesem Planeten kann er auferwecken. Und weißt du, zu diesem, wo er steht, nimmer mehr sterben. Weißt du, deine Seele wird niemand mehr sterben. Weißt du, du musst niemand mehr Angst vor diesem Tod haben. Weißt du, das ist, wo du dann anfangen kannst, wie dieser Mann sagte, wer nicht den Tod fürchtet, achtet das Leben nicht. Weißt du, den Satz kannst du zum Teil aus deinem Leben streichen. Weil du hast keine Angst mehr vor dem Tod. Weil du genau weißt, was mit deiner Seele passiert. Weil du genau weißt, wenn die Auferstehung über dem Martin, Vers 24 steht, wird in die Auferstehung am letzten Tag. Du weißt, wo du hingenommen wirst. Ob du in die Herrlichkeit Gottes eingehst oder über den, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen, ob in die Hölle geworfen bist. Aber weißt du, es ist eine wichtige Sache, zu wissen, dass Gott auferstehen kann. Dass der Herr Jesus Christus uns diese Auferstehung geben kann. Und weißt du, wenn du diese Auferstehung je erlebt hast, wirst du dieses sagen können. In 1. Korinther 15, 55 und 57. Weißt du, das ist eine der herrlichsten Sachen zu lesen. Ich habe es gestern ein paar Mal immer wieder mir selber vorgelesen. Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Der Stachel aber des Todes ist die Sünde. Hier sehen wir, was die Sünde mit uns macht, oder? Die Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Weißt du, das Gesetz macht uns zu sündigen, toten Menschen. Weißt du, wie mein Vater gesprochen hat, Jonathan, ja, hätte er nichts gegen Saul machen können? Ja. Aber war gebunden von dem Gesetz. Er war gebunden von dem Gesetz, gegen seinen Vater was zu machen. Sein Vater war ein schlechter Mensch. Sein Vater war ein böser Mensch. Sein Vater war ein falscher Mensch. Aber er konnte nichts gegen ihn tun. Gott musste es selber machen. Er konnte nicht, er war gebunden bei dem Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Weißt du, in Vers 58 lesen wir das dazu. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Weißt du, deine Arbeit hier auf Erden muss nicht vergeblich sein. Weißt du, es ist die Rede davon, dass irgendwann mal, meine Opa sind schon Rentner, aber dass wenn ich Rentner bin, es wird kein Geld dafür geben. Meine Arbeit wird vergeblich sein. Alles, was ich hier gearbeitet habe, wird vergeblich sein. Weißt du, ich kriege immer so einen Rentenbescheid, wie viel gerade ich kriegen würde, das kann ich zur Reise wegschmeißen. Es wird nicht genügend sein. Sagen die sagen das schon längst mit Öl, haben sie auch schon einmal gesagt, aber es ist immer noch genügend da. Ja, komischerweise, das kann das gleiche mit der Rente sein, ich weiß nicht. Ja. Meine Arbeit wird vergeblich sein. Alles, was ich dafür hingearbeitet habe. Weißt du, meine Firma ist nett, die gibt mir noch extra was dazu für die Rente. Und genau zu sein 480 € im Jahr. Und damit ich eine bessere Rente habe. Ob das reicht, weiß ich nicht. Aber weißt du was, eins kann ich dir sagen. Die Arbeit in dem Herrn Jesus Christus wird nicht vergeblich sein. Weil am Ende, wenn ich tot bin, werde ich wieder aufstehen. Mein Leben geht weiter. Weißt du, mein Leben wird wieder auferstehen. Und zu einem viel besseren Leben, wo ich nicht darauf achten muss, kriege ich genügend am Monat. Habe ich genügend zur Seite gelegt. Ja? Muss ich bis 75 arbeiten? Oder muss ich bis 80 arbeiten? Oder darf ich überhaupt nicht aufhören zu arbeiten, weil es nicht genügend gibt? Sondern, weißt du was? Da wird alles geben. Der Herr wird so. Weißt du, der Herr wird so, wie er schon vorher hier auf Erden sorgen kann, für dich und für mich, weißt du, wird er dort viel mehr sorgen. Weißt du, ich werde einfach das, wofür ich geschaffen bin, sein, nämlich ihn zu loben und zu preisen. Das werde ich dann tun können. Weißt du, auch heute, die Frage ist, willst du noch ein Todesleben? Bist du noch tot?
hast du diese Auferstehung schon hinter dir. Weißt du, hat der Herr dich schon von deinem toten Leben befreit und dir ein lebendiges Leben gegeben, wo du ihm dienen kannst. Weil das ist, was du heute früh fragen wirst. Weißt du, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt gegeben, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren haben, sondern das ewige Leben haben. Weißt du, heute früh, du kannst das ewige Leben in den Herrn Jesus Christus haben. Weißt du, du kannst auferstehen. Weißt du, wie man sagt, die Taufe ist da ein Bild davon, dass man, weißt du, stirbt und dass man wieder herauskommt. Aber weißt du, das ist nur ein Bild, das ist, was der Herr mit einem macht. Weißt du, es nimmt dieses tote Leben, schmeißt es in den Grab und bringt dich wieder heraus, lebendig. Weißt du, Lazarus ging in den Grab mit einer Krankheit, aber kam nicht mit der Krankheit wieder heraus. Und genau dasselbe kannst du. Weißt du, du kannst sterben und deine Sünde ablehnen und du kommst ohne diese wieder heraus, mit dem Herrn Jesus Christus. Und weißt du, das Simple und Einfachste, was wir brauchen, ist Glauben. Weißt du, der Herr Jesus in das, weißt du, 40 sagt er, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so wirst du die Heiligkeit Gottes. Und weißt du, heute früh, ich bitte dich zu glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und weißt du, irgendwann mal kann Psalm 116, Vers 15 für dich eintreten. Psalm 116, Vers 15. 116, Vers 15, es tut mir leid. Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten. Weißt du, der Herr möchte jeden einzigen seiner Heiligen zu sich hören. Weißt du, es passiert durch den Tod. Es kann durch die Entrückung geschehen, aber er möchte Heilige zu sich holen. Und weißt du, du kannst einer von denen sein, wenn du dich bekehrst, wenn du den Glauben an ihn wirst. Und du wirst wieder auferstehen von deinem toten Leben. Du brauchst es nicht mehr. Du brauchst kein Alkohol nicht mehr, du brauchst keine Freunde mehr, du brauchst keine Karriere mehr. Weißt du, brauchst keine Sorgen mehr zu haben, was passieren wird später. Der Herr kümmert sich um dich. Und der Herr wird dir das Wichtige geben, was du brauchst. Weißt du, der Herr ist der das kann. Der Herr möchte heute früh auferstehen. Auferstehung bringen. Er ist auferstanden. Weißt du, er möchte andere Menschen auferstehen lassen von dem toten Leben.